Kennt ihr diese motivierenden Sprüche von so Motivationscoaches? Also sowas wie, da ist ein Tiger in dir. Der Tiger in mir. Hey Leute, was geht ab, was geht ab? Ein Thema, das in letzter Zeit immer mehr von euch bei uns sehen wollten, ist Hustle Culture. Wir haben einige Kommentare dazu bekommen und wir sprechen ja oft so über Trends und Dinge, die Druck auslösen und versuchen uns dann immer den Druck ein bisschen zu nehmen. Das Thema selbst haben wir auch in einigen Videos von uns öfter schon angeschnitten. Das Ganze nennt sich, by the way, auch Hustle Culture. Vielleicht kennt ihr den Begriff Hustle Culture. Was macht das alles mit uns? Richtig, es setzt uns unter Druck. Aber ihr wolltet ein ganzes Video dazu und das bekommt ihr jetzt. Erstmal zur Definition. Hustle Culture oder auch Toxic Productivity sind Begriffe, die kommen aus Amerika. Und das beschreibt, dass man richtig harte Arbeit, also den Hustle, das Streben nach dem eigenen großen Ziel, über alles stellt und dass daraus dann auch ein Lifestyle wird. Dabei wird dann diese harte Arbeit richtig glorifiziert und gehypt. Ey, yo, ich habe irgendwie das Gefühl, ich rede gerade mehr Englisch als Deutsch. Ich sage dir, die Jugend geht unter wegen dieser ganzen Anglizismen hier. Runter von meinem Rasen, ihr jungen Hüpfer. Boah, ist das dämlich. Man macht einen Haufen Überstunden, ist einfach immer produktiv, geht über seine eigenen Grenzen hinaus, opfert dafür Dinge wie Schlaf, Hobbys oder soziale Kontakte. Und das alles, um den großen Traum zu erreichen und Erfolg zu haben. Denn ihr wisst ja, wenn du nur hart genug arbeitest, kannst du alles erreichen. Das erinnert übrigens auch ganz schön stark an den amerikanischen Traum, wo es ja auch heißt, dass jeder Mensch mit harter Arbeit und Anstrengung Reichtum erreichen kann, egal woher er kommt. Dass das für extremen Druck und in den schlimmsten Fällen auch für Burnout oder sogar den Tod sorgen kann, darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Aber das Thema scheint einige aktuell sehr zu beschäftigen, denn wie es der Zufall so will, hören gerade auch gefühlt irgendwie alle mit YouTube auf und sagen auch unter anderem, dass der krasse Stress und der Druck, der damit einhergeht, dabei eine Rolle spielen. Ich mache nicht mehr das, was mir Spaß macht, wenn ich Videos drehe. Ich priorisiere den Erfolg, den ich arbeitstechnisch, gemessen an Zahlen in Form von Aufmerksamkeit und Geld habe, über meinen Gemütszustand, über meine Wünsche, meine persönlichen Ziele, meiner Gesundheit und meiner innerlichen Zufriedenheit. Was einen genauso runterzieht, ist der krasse Zahlendruck. Wenn man sieht, Performance stimmt nicht mehr, negatives Wachstum, all diese Dinge machen einen Wahnsinn. Das ist schon echt krass, finde ich. Ich merke das auch bei mir, dass ich mein Erfolgsgefühl bei unseren Videos extrem von den Klicks, Likes und Kommentaren abhängig mache. Aber es nimmt noch und hoffentlich nie die Ausmaße an, die jetzt zum Beispiel Jonas oder Joey in ihren Videos angesprochen haben. Das kann halt super schnell passieren, dass man da reinrutscht. Und ab da ist es eben auch nicht sehr weit zur Hustle Culture. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass ich komplett der Hustle Culture verfallen bin. Stellt es euch vor eurem geistigen Auge vor. Ich sitze noch am Schreibtisch, während alle anderen schon längst im Feierabend sind. Für mich gibt es kein 9 to 5, sondern 24/7. Ich habe große Ziele und nehme dafür alles in Kauf. Egal wie müde ich bin, ich werde mich zwingen, immer weiter durchzuhasseln. Wochenende? Ich bin am Hasseln. Ferien? Ich bin am Hasseln. Während andere schlafen, bin ich immer noch am Hasseln. Ich werde wahrscheinlich extrem viel darüber reden, wie wenig ich schlafe, weil ich einfach so viel arbeite für meinen Erfolg. Oh wow, das ist ja schon mein 6. Kaffee. No talkie until coffee. Ausruhen ist ein Fremdwort für mich. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, ist mein Lebensmotto. Und sollte ich es doch mal gewagt haben, mich auszuruhen, werde ich mich permanent dafür fertig machen. Und was mein Ego wahrscheinlich ein bisschen pusht, dass ich arbeite, während die anderen Netflix gucken. Diese jämmerlichen, nichtsnutzigen Versager. Und wisst ihr, was mich dabei extrem motiviert? Richtig. Inspirierende Instagram-Quotes. Im Prinzip jeder Trend, über den wir in unseren Videos reden, wird durch Social Media sehr gepusht und Hustle Culture bleibt da definitiv nicht aus. Deswegen kommt jetzt meine Lieblingsrubrik. Aurora kommentiert Memes. Guten Abend, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Aurora kommentiert. Okay, fangen wir an. Mein Körper will mehr Schlaf, aber mein Geldbeutel will mehr Geld. Ja, wer braucht schon denn für den Körper notwendige Schlafzyklen zur Regeneration, wenn er bedruckte Papierscheine haben kann? Papa, was ist Schlaf? Ich weiß nicht, Sohn. Wir sind Hustler. Ey, das arme Kind. Ich stell mir gerade vor, wie es so voll aufgeregt und wissbegierig zu seinem Vater geht und dann etwas über das Thema Schlaf wissen möchte. Und der dann nur so: Was? Mein Sohn schläft? Ich habe einen Versager in die Welt gesetzt.
Adoption, direkt zur Adoption freigegeben. 5 Uhr morgens, die Uhrzeit, zu der Legenden entweder aufwachen oder schlafen gehen. Ja, also das mit dem um 5 Uhr morgens schlafen gehen, trifft da schon auf mich zu, aber wahrscheinlich eher, weil ich mir dann die ganze Nacht Memes angeguckt habe. Bin ich trotzdem deswegen eine Legende? Auf jeden Fall. True. Ein legendärer Idiot, auf jeden Fall. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ey, aber jetzt mal ohne Witz, ich finde das wirklich erschreckend, wie Schlaf in diesen Sprüchen so dargestellt wird, als wäre das nur was für Loser. Dieser Versager lässt seinen Körper jede Nacht regenerieren. Was ein Lutscher. Ich frage mich vor allem, wie schaffen die das denn alle so zu hustlen, wenn die nicht schlafen? Wenn ich weniger als 8 Stunden schlafe, bin ich am Arsch. Also ich meine, klar, manche Leute brauchen weniger Schlaf als andere, aber Schlaf ist nichts Schlimmes, okay? Mir persönlich macht das sogar sehr viel Spaß. Macht euch Schlaf auch Spaß? Schreibt's in die Kommentare. Und außerdem verbringen die so viel Zeit damit, jedem zu erzählen, wie wenig sie schlafen. Also die Zeit hätten die dann doch nutzen können, um mehr zu schlafen, oder nicht? Lol. Okay, und jetzt kommt nur noch ein Quote, ein absoluter Klassiker. Als ich angefangen habe, mit dem Hustle zu flirten, ist der Misserfolg mein Ex geworden. Jetzt bin ich verlobt mit dem Game und verheiratet mit dem Erfolg. Unknown. Ja, ich weiß irgendwie gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist in Deutschland doch gar nicht legal, wenn du doch schon verheiratet bist. Und du kannst ja dann nicht nochmal heiraten, du musst es dann wieder erst scheiden lassen. Ja, eben, also der geht dann ja auch fremd. Boah, dieser kleine Halunke. Ihr seht, auf Social Media geht das alles auch ganz schön ab. Aber natürlich gibt es auch Gott sei Dank Sprüche, die ein gesundes Verhältnis zu den eigenen Zielen und der Arbeit dahin fördern. Aber solche wie die hier können einem ja so ein krass schlechtes Gewissen einreden, wenn man einfach nur seine menschlichen Grundbedürfnisse befriedigen möchte. Oder wenn man halt nicht mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten will. Oder, Gott bewahre, weniger. Eines der berühmtesten Zitate dazu, was in der Hustle Culture Bubble sehr beliebt ist das von Elon Musk, wo er sagt, dass noch niemand jemals mit 40 Stunden die Woche die Welt verändert hat. Generell ist er in der Szene ein großes Vorbild, weil er bekannt dafür ist, ein Workaholic zu sein, Multimilliardär, Unternehmer und Visionär. Er soll 80 bis 120 Stunden die Woche arbeiten. Er ist quasi der Inbegriff des Hustle Culture Traums. Sein eigenes Ding machen, dem 9-to-5-System entkommen und ganz wichtig, in der Insta-Bio Entrepreneur stehen haben, also das englische Wort für Unternehmer oder Unternehmerin. Das alles vermittelt halt dieses perfekte Bild vom Erfolg, Ruhm, der Erfüllung der Träume und dass man zu Größerem bestimmt ist. Und dass vielen Leuten dieses Bild gefällt, kann ich natürlich absolut verstehen. Der Gedanke daran, einfach nur hart zu arbeiten und dann alles zu erreichen, ist ja mega geil. Wäre ja irgendwie deprimierend, wenn ein langes Leben voll harter Arbeit nirgendwo hinführt. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Und die Hustle Culture hört eben nicht bei selbstständigen Leuten auf, die ihr eigenes Business starten wollen, um damit durch die Decke zu gehen. Der Druck, mit Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen mitzuhalten oder den Boss happy zu machen, können auch dafür sorgen, dass aus 9 to 5 einfach mal 5 to 9 wird. Besonders toxisch wird es halt, wenn alle mit ihren Überstunden angeben und dass dieses Überarbeiten komplett glorifiziert wird. Oh, du hast heute 2 Stunden zu viel gearbeitet. Ach, cool. Also bei mir waren es 4. Und dass man dafür bereit sein muss, Dinge zu opfern. Manchmal sogar die eigene Gesundheit. Ich denke, wir können uns alle einig werden, dass uns Überarbeitung nicht gut tut. Man hat sogar ein hohes Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, wenn man immer 55 Stunden die Woche arbeitet oder noch mehr. Die WHO hat dazu auch eine Studie gemacht und herausgefunden, dass 2016 deswegen weltweit rund 745.000 Menschen an einem Schlaganfall oder an einer Herzerkrankung gestorben sind. In Japan gibt es sogar ein eigenes Wort für den Tod durch Überarbeitung. Karoshi. Psychisch kann zu viel Arbeit auch krasse Folgen haben, denn man hat dann auch ein höheres Risiko für schwere Depressionen. Und es gibt immer mehr Menschen mit Burnout, was eben auch durch Dauerstress oder Arbeitssucht entstehen kann. Und immer mehr YouTuberinnen und YouTuber haben krassen Stress, der zu Depressionen und Burnout führt, also permanent Content liefern zu müssen, der Druck durch die Zahlen, hunderte von Meinungen jeden Tag, dass das einigen einfach zu viel ist und die das deswegen nicht mehr machen wollen, ist, denke ich, nachvollziehbar.
Das genaue Gegenteil davon gab es bei einem Experiment in Island von 2015 bis 2019. Da haben 2500 Menschen 4 statt 5 Tage die Woche gearbeitet oder generell weniger Stunden und dabei ist rausgekommen, dass die meisten mehr in kürzerer Zeit geschafft haben. Die Leute haben sich dann weniger gestresst gefühlt und hatten dadurch halt auch einfach mehr Zeit für ihr Privatleben. Ich weiß, dass man das nicht sicher pauschal auf jeden Job anwenden kann, aber das soll nur ein Beispiel dafür sein, dass mehr und härter arbeiten nicht gleich mehr Erfolg heißen muss. Und das ist zum Beispiel was, das mich bis heute immer noch beschäftigt. Ich selber bin ein Verfechter von großen Träumen und Zielen im Leben. Mir egal, wie kitschig das klingt, mein Herz dreht sich 100-mal im Kreis, wenn Menschen einfach ihrer Leidenschaft nachgehen und das tun, was sie lieben. Deswegen geht es hier definitiv nicht darum, jemanden zu verurteilen, der für seine Träume arbeitet. Es geht darum, diese Kultur zu kritisieren, die die Arbeit über alles stellt, eben auch über die eigene Gesundheit. Denn dann war es der ganze Hustle einfach nicht wert. Mit Burnout am Ziel ankommen bringt, glaube ich, nicht so viel. Also Elon Musk soll gern so weitermachen. Ich denke, ihn juckt das herzlich wenig, was wir von seiner 120-Stunden-Woche denken. Aber wir müssen sowas ja nicht als Maßstab setzen, wenn wir beispielsweise auch große Ziele haben. Und natürlich tickt auch jeder anders. Wenn man seinen Job liebt, hat man da ja auch nochmal einen anderen Bezug dazu. Und man muss auch für egal welches Ziel etwas tun und auch dafür arbeiten. Aber zu denken, dass die eigene Arbeit nur effektiv war, wenn man bis tief in die Nacht am Schreibtisch saß und einfach nur noch ausgelaugt ist, sollte meiner Meinung nach echt kein Normalzustand werden. Pausen sind wichtig, die Gesundheit ist wichtig und Schlaf. Hört bitte auf, diese tolle Aktivität so runterzumachen. Wir brauchen ja auch unbeschwerte Zeit. Aber bei mir selber zum Beispiel merke ich auch, dass mich die Hustle-Culture, obwohl ich sie ja gerade so kritisiere, nicht kalt lässt. Ich mache meinen Selbstwert oft noch von meinen Leistungen abhängig. Ich erwische mich nicht selten dabei, dass wenn ich mal eine Pause machen will, mich oft dafür fertig mache, dass ich in diesem Moment nicht für meine Ziele arbeite. Dabei weiß ich ja, dass gerade Pausen essentiell sind, um wieder Energie zu tanken dafür. Aber trotzdem habe ich Freundinnen und Freunden schon oft abgesagt, weil ich noch arbeiten wollte oder damit beschäftigt war, meinen Lifestyle aufs nächste Level zu bringen. Darüber spreche ich übrigens ausführlicher in dem Video hier, in dem es um den That Girl Trend geht. Besonders diese ganzen Morgenroutinen auf Social Media, Alter. Die wollte ich immer perfekt nachmachen. Nachdem mich das irgendwann wahnsinnig gemacht hat, habe ich das, by the way, in diesem Video hier verarbeitet. Hallo meine Lieben, ich zeige euch meine Morgenroutine. Ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, oft schon auch um 3 oder 2 Uhr. Eigentlich schlafe ich nie, weil das ist eh nur für erfolglose Versager. Schminken muss ich mich auch nicht, weil ich schon geschminkt aufwache, im Gegensatz zu hässlichen Menschen. Danach mache ich noch einen grünen Smoothie, dafür mixe ich einfach Spinatblätter mit Wasser. Das ist mega gesund, hat nur 2 Kalorien und macht voll satt. Aber wenn das nicht reicht, esse ich einfach noch eine Blaubeere, aber wirklich nur, wenn ich Hunger habe. Dann mache ich Yoga, ich meditiere, schreibe in mein Tagebuch, wofür ich dankbar bin und plane meinen Tag. Und dann fahre ich ins Fitnessstudio und ja, das mache ich alles, bevor du ein produktives Stück überhaupt aufgewacht bist. Tschüss. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist einfach zu sagen, sind die Leute halt selbst schuld, wenn die so viel arbeiten. Aber so einfach ist das eben nicht. Man kann da schnell reinrutschen und auch, wenn einem das bewusst ist, heißt das nicht, dass sich das dann direkt in Luft auflöst. Macht ja auch keinen Sinn, sich dafür unter Druck zu setzen, dass man sich zu viel unter Druck setzt. Lol. Mich würde mal interessieren, wie es euch mit dem Thema geht. Kennt ihr auch dieses Gefühl, wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt, nur weil ihr irgendwie zu wenig getan habt? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Hier kommt ihr zu 2 weiteren Videos von uns. Falls noch nicht geschehen, könnt ihr uns gerne abonnieren und die Glocke anmachen. Geil, dass ihr da wart, Leute. Bis zum nächsten Mal. Guten Abend und gute Nacht.